Die Automatisierung schreitet unaufgehalten voran und wir schauen uns dementsprechend 3 Top-Aktien an, die in diesem Bereich profitieren könnten, aus dem Bereich Smart Factory und Automatisierung, all das in diesem Video. Ja, wer in die Fabriken von Walmart oder auch anderen Bereichen schaut, oder Amazon zum Beispiel, der wird immer mehr Automatisierung sehen und immer weniger Menschen. In China gibt es teilweise auch schon Fabriken, die komplett im Dunkeln laufen, weil einfach nur noch Roboter und Automatisierung dort tätig ist. Und das ist ein globaler Megatrend, den man definitiv nicht verpassen sollte, und dementsprechend habe ich heute in diesem Video 3 Top-Aktien herausgesucht, die mir am besten gefallen. Und bevor wir uns die Aktien natürlich in der Chart- und Fundamentalanalyse anschauen, zuerst natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir auch gleich schon mal rein in die erste Aktie für heute. Und da schauen wir uns eine Aktie aus Amerika an, und das ist Rockwell Automation. Rockwell ist ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen im Bereich Automatisierung. Man hat unter anderem die Allen Bradley Steuerung, also PLC, das, was Fabriken, der Computer quasi dahinter. Man hat aber allerdings auch Antriebe und Sensorik. Man hat Factory Talk Software, also man ist auch in einem Softwarebereich tätig und hat unter anderem auch Lifecycle Services. Eine besondere Lifecycle-Aktie habe ich zum Schluss mitgebracht, die mir auch besonders gut gefällt. Und Rockwell Automation ist sicherlich eine Aktie aus Amerika, die man definitiv nicht links liegen lassen sollte, weil man hier eben stark von diesem Trend Industrie 4.0 profitiert. Und was mir auch sehr besonders gefällt an der Aktie, ist eben dieser starke Mix an Hardware, Software und Service, also 3 Segmente, die sehr starke Synergien haben und natürlich auch entsprechend Profit abwerfen können. Schauen wir uns mal die Aktie an, und da sehen wir die Aktie, wenn wir uns mal es gibt schon länger natürlich, und wenn wir mal lange in die Vergangenheit schauen, bis in die 70er Jahre, dann sehen wir, die Aktie läuft eigentlich wie ein Strich nach oben und ist im Grunde auch eine der Aktien, die man kaufen und liegen lassen könnte bei solchen Charts. Jetzt in der letzten Vergangenheit sehen wir haben jetzt hier diesen Aufwärtstrend, der jetzt auch ein neues Allzeithoch gemacht hat. Das heißt, die Aktie sollte auch grundsätzlich einen neuen Schub nach oben bekommen. Wir sind ja in einem sehr, sehr positiven Umfeld, und ich glaube, dass diese Automatisierungswelle gerade erst so richtig an Fahrt aufnimmt und wir hier auch besonders noch ein gutes Wachstum in der nächsten Zeit und in den nächsten Jahren sehen dürften. Die Quartalszahlen bei Rockwell waren auch dementsprechend ganz gut. Jetzt hier am 6. November zuletzt. Gewinn war 13% besser als erwartet, der Umsatz 5% besser als erwartet. Wenn wir uns mal die Fundamentalkennzahlen anschauen, und hier im Wochenchart sehen wir auch einen ganz guten Überblick über die letzten Jahre, dann sehen wir haben zuletzt auch einen Anstieg bei der Bruttomarge. Also das ist eben das, wo eben bei einer gefragten Technologie kann das Unternehmen auch höhere Preise durchsetzen, und dementsprechend kann man dann hier auch entsprechend die Bruttomarge anheben. Ein kleines Manko ist ein bisschen der Gewinn, die Nettogewinnmarge, die ein bisschen geschrumpft ist, aber grundsätzlich ist es schon mal sehr, sehr positiv, dass man hier wieder in diesen Wachstumspfad eingetreten ist. Also dass man hier wieder in die Wachstumszone kommt, was den Umsatz angeht, und ich glaube, dass wir eben, wie gesagt, gerade erst am Anfang sind, was Automatisierung in Fabriken angeht. Immer weniger Menschen werden dort arbeiten, und das bedeutet, dass eben viel mehr Technik von Rockwell Automation und vielen anderen darin dann verwendet wird. Auch positiv finde ich, dass man hier stabile Cashflows hat. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig, damit ein Unternehmen auch zum Beispiel sowas wie Dividende bezahlen kann, aber auch grundsätzlich weiter wachsen kann und investieren kann. Von der Bewertung her, das ist ja auch eine der wichtigsten Kriterien aktuell, sehen wir haben jetzt hier einen KV von 5, und wenn wir uns mal die Historie anschauen, dann sehen wir, die Aktie ist tatsächlich schon relativ, ja, ich sag mal, gut bewertet, um nicht zu sagen, vielleicht sogar leicht teuer. Jetzt muss man allerdings hier berücksichtigen, dass wir natürlich jetzt in einem Umfeld sind, wo Wachstum erwartet wird. Und bei erwartetem Wachstum kann man auch entsprechend höhere Bewertungen erzielen. Das bedeutet, dass ich durchaus der Aktie jetzt noch weitere Kurssteigerungen zutraue in den nächsten Monaten. Grundsätzlich ist es eine Aktie, wo man jetzt nicht kurzfristig mit der Mega-Rendite hier rechnen sollte, sondern halt eher wirklich mittelfristig bis langfristig hier eine gute Rendite erzielen kann, so wie ihr es hier im Chart über die letzten Jahre sehen könnt. Ein langsamer, aber stetiger Aufwärtstrend. Und was auch interessant ist bei Rockwell Automation, ist, dass wir natürlich einen relativ
gutes, großes Unternehmen haben. 42 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und wir haben 1,5% Dividendenrendite. Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man jetzt hier ein Unternehmen hat, das auch schon ganz gut Dividende zahlt und vor allem auch die Dividende kontinuierlich erhöht. Ihr seht immer mal wieder so gut 20 Cent jedes Jahr wird die Dividende angehoben und wenn man solche Aktien dann auch mal 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre hält und dieser Trend so weiter fortschreitet, dann ist diese Dividendensteigerung wirklich nicht zu verachten und nicht zu unterschätzen. Die macht einen relativ großen Anteil dann auch der Gesamtrendite aus. Wie gesagt, ich bin sehr positiv gestimmt, dass wir hier gerade am Anfang sind eines weiteren oder erneuten Aufwärtstrends, dass wir hier nochmal einen Schub reinbekommen können in den nächsten Quartalen. Wie gesagt, wir stehen oder sind gerade mitten dabei in dieser Automatisierungswelle und da gibt es noch viel zu automatisieren, gerade auch in den USA. Und auch generell auch Europa. Es gibt natürlich auch Konkurrenten, das darf man nicht vergessen, aber ich glaube, der Markt ist so groß, dass hier auch entsprechend jedes Unternehmen ein entsprechendes Stück vom Kuchen abbekommen dürfte. So, kommen wir nun zum nächsten Unternehmen, was auch sehr, sehr spannend ist und das ist im Bereich Lagerhaltung. Also hier könnte man dann entsprechend auch fällt einem Amazon zum Beispiel als Kunde ein oder auch Walmart und das ist gerade auch das, womit Symbotic, die Aktie, die wir jetzt als nächstes besprechen, auch sehr stark verbandelt ist. Man hat eine sehr starke Verankerung mit Walmart, man hat die Robotiksparte da gekauft und dementsprechend auch darauf aufbauen, einen Entwicklungsvertrag abgeschlossen über $1,5 Milliarden. Und das bewirkt so ein bisschen ein Backlog, also ein Hebel darauf, dass für zukünftige Projekte und Einnahmen entsprechend aus diesen Verträgen. Und was mir eben so gut gefällt an Symbotic ist eben diese Automatisierung in der Lagerhaltung, im Versand, im E-Commerce ganz vor allem, ja, hier das Unternehmen sagt von sich selber, dass es das Rückgrat vom E-Commerce ist. Ihr seht auch schon so ein bisschen diese automatisierten Lieferroboter, sag ich mal, in den Hallen. Also hier wird immer weniger von Hand gemacht und immer mehr automatisiert. Das hat natürlich viele Vorteile in Bezug auf Kosten, aber auch auf Schnelligkeit beim Versand der Produkte. Und hier ist Symbotic einer der großen Player und entsprechend auch sehr, sehr breit aufgestellt mit entsprechend auch viel Erfahrung. Schauen wir uns mal die Aktie an. Die Aktie ist auch schon sehr, sehr gut gelaufen. Ich habe die Aktie im Depot, da war sie noch hier so bei ungefähr, ja, etwas unter $60. Die Aktie ist jetzt nach oben ausgebrochen, hat ein neues Allzeithoch gemacht, hier über $60. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wir haben jetzt am 24. November, am Montag, Quartalszahlen. Das wird sehr, sehr spannend. Und wer die Quartalssaison jetzt verfolgt hat, der wird gemerkt haben, dass es sehr, sehr volatil werden kann. Also, dass man hier bei sehr, sehr guten Zahlen auch mal eine Aktie 20% an einem Tag nach oben schießen sieht. Aber genau auch umgekehrt, wenn die Quartalszahlen nicht so gut werden, auch entsprechend 10, 20, vielleicht sogar 30% die Aktie in den Boden gerammt wird. Also sehr, sehr volatile Zeiten, sage ich mal, aber grundsätzlich muss man hier die Langfristperspektive einnehmen und wenn man in so ein Unternehmen investiert, dann interessiert es mich jetzt nicht unbedingt, ob die Aktie jetzt auf die Quartalszahlen in die eine oder andere Richtung stark reagiert. Sollte sie in den Boden gerammt werden, würde ich entsprechend vielleicht sogar nachkaufen. Wie gesagt, ich traue der Aktie in den nächsten Jahren entsprechend sehr, sehr gutes Wachstum zu und wir haben auch in der Vergangenheit bisher ein gutes Wachstum gesehen. Bisher so 50% Umsatzwachstum, das ist schon sehr, sehr ordentlich und wenn man meine Videos so ein bisschen verfolgt und kennt, der weiß, okay, bei so einem hohen Wachstum kann man auch eigentlich entsprechend höhere Bewertungen erzielen. Wir haben jetzt tatsächlich bei einem Umsatzwachstum von 50% haben wir lediglich einen KUV von 3,4 und das finde ich wirklich eigentlich sehr, sehr günstig und da traue ich der Aktie tatsächlich noch so ein bisschen Aufholpotenzial zu, dass wir hier auch höhere Bewertungsniveaus erreichen. Ja, die Aktie war in der Vergangenheit auch bei KUVs von um die 5 und das traue ich der Aktie mindestens zu, vor allem wenn jetzt die Quartalszahlen gut werden und vor allem auch der Ausblick positiv ist, dass das Unternehmen sagt, okay, wir werden in Zukunft auch noch ordentlich wachsen. Das Unternehmen ist auch von der Marktkapitalisierung jetzt gar nicht mal so klein. Wir haben auch hier $42 Milliarden Marktkapitalisierung, also auch schon ein etablierter Player. Wir sehen, okay, die Aktie ist noch gar nicht so lange an der Börse, aber wir haben auch hier ein sehr, sehr starkes Umsatzwachstum und vor allem auch die letzten Quartalszahlen waren wieder auch, was das Umsatzwachstum angeht, sehr, sehr ordentlich. Zudem auch natürlich die finanzielle Gesundheit. Die Aktie ist eigentlich im Grunde, ja, man kann sagen schuldenfrei. Ihr seht's hier. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Das heißt, man hat auch entsprechend Kapital und Rücklagen oder Möglichkeiten, um es mal so zu formulieren, weiter in das Geschäft zu investieren, um hier noch weiteres Wachstum zu erzielen. Gucken wir uns mal die Prognosen an von den Analysten. Die sind so ein bisschen negativ und deswegen rufe ich es auch dementsprechend auf. Aber ich glaube, dass
dass die Aktie vielleicht so ein bisschen aktuell unter dem Radar läuft, vor allem im Hinblick auf die Quartalszahlen. Wenn die deutlich besser sind als erwartet, dann glaube ich auch, dass hier die Analystenschätzungen nach oben angepasst werden und die Aktie auch nochmal einen deutlichen Schub nach oben bekommen kann. Die Frage ist natürlich, kann man jetzt auf dem aktuellen Niveau investieren? Ich würde tatsächlich hier womöglich erstmal eine Teilinvestition wagen, weil ich eben vor den Quartalszahlen so ein bisschen zwiegespalten bin aufgrund des aktuellen Marktes. Und dann, wer ein bisschen Sicherheit haben möchte, der kann dann hier entsprechend nur mit einer Teilposition reingehen. Ich habe die Aktie im Depot, wie gesagt, schon seit einigen Wochen. Und ich würde die Aktie auch jederzeit wieder kaufen. Auch auf dem aktuellen Niveau finde ich die Aktie gar nicht mal so teuer. Wie gesagt, ein Kauf von 3,5 ist in dem Umfeld mit dem Wachstum und mit diesen Zukunftsaussichten definitiv nicht zu teuer in meinen Augen. Kommen wir nun zur letzten Aktie, und das ist eine Aktie, die im Bereich Software zu Hause ist, und ich mag ganz besonders Softwareaktien, weil die eben so ein gutes Geschäftsmodell haben. Sie haben geringe Kosten, sie haben hohe Margen, weil klar, eine Software, die einmal erstellt ist, die muss ja nur noch verbessert werden, und da hat man extrem hohe Skalierungsmöglichkeiten. Und die Aktie, die wir jetzt als letztes besprechen, ist PTC. Das ist eine Software-Schmiede, Software für das gesamte Produkt, für den gesamten Produktlebenszyklus. Also hier quasi von der Idee eines neuen Produkts bis hin zur Produktion, bis hin zur Vermarktung, bis hin zur Verschrottung, wenn man so weit gehen möchte, ist das Unternehmen hier tätig und bietet Softwarelösungen an. Und wir werden auch gleich die Fundamentalkennzahlen sehen, die ich sehr, 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 sehr spannend finde. Und ein Aktienkurs, der dem eigentlich gar nicht so gerecht wird, um es mal so zu sagen. Wir haben was besonders bei so Softwareaktien natürlich auch planbare wiederkehrende Erlöse durch diese Softwareverträge, ja, durch diese Lizenzeinnahmen. Man hat starke Allianzen, das muss man sagen, ist wichtig hervorzuheben, unter anderem mit Rockwell, was wir gerade besprochen haben, aber auch mit Microsoft. Das beschleunigt die Adaption in die Unternehmen und das Wachstum, und dementsprechend hier finde ich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Und natürlich auch ein weiterer wichtiger Faktor in der heutigen Zeit ist der KI-Katalysator. Also man ist hier im Nvidia Omniverse integriert, und das ist natürlich sehr, sehr spannend und sehr, sehr positiv für das zukünftige Geschäft. Jetzt seht ihr schon, okay, die Aktie hat so ein bisschen federn lassen, um es mal so zu sagen, obwohl die Quartalszahlen eigentlich wirklich super waren. Gewinn war deutlich besser als erwartet, über 50% besser als die Schätzungen, der Umsatz fast 20% besser als die Analystenschätzungen, und tatsächlich die Aktie hat dann dennoch nicht so positiv reagiert. Und das ist das, was ich gemeint habe bei den Fundamentalkennzahlen, warum die so gut sind. Das ist eben das, was wir bei Softwareaktien oft sehen, diese hohe Bruttomarge von über 80%, die sich in den letzten Jahren auch nochmal stetig verbessert hat. Und so wirklich Top-Qualitätsaktien, die zeichnen sich eben dadurch aus, dass wir hier aufsteigende Trends bei der Profitabilität haben über die Jahre. Also wir kommen bei der Bruttomarge von 70% im 2018 und sind mittlerweile heute bei 85%. Die Nettogewinnmarge hat sich von kaum was auf über fast 40% angehoben. Die freien Cashflows sind stetig gestiegen und Return on Investment Capital ist auch über 10%. Das sind alles wirklich Qualitätsmerkmale, und dem gegenüber steht ein Aktienkurs, der zumindest kurzfristig eingebrochen ist. Und ich habe das zum Anlass genommen und habe die Aktie jetzt gestern, also jetzt am Freitag, gekauft, weil ich eben sage, okay, die Fundamentalkennzahlen laufen in eine sehr, sehr positive Richtung, und der Aktienkurs wird dem aktuell nicht gerecht. Das sind so konträre Trends, ja. Also die Fundamentalkennzahlen ist ja immer so das Wichtige eigentlich, dass wir hier auch was die Zukunft des Unternehmens angeht, eine sehr, sehr positive Grundlage haben für weiteres Wachstum. Und das sehen wir ja auch entsprechend hier in den Zahlen. Ja, wir haben dieses ansteigende Wachstum wieder. Und entsprechend dieser Aktienkurse, dem eigentlich nicht gerecht wird. Und deswegen habe ich gesagt, okay, die Börse unterschätzt da womöglich was, oder beziehungsweise preist es nicht richtig ein. Und ich bin der Meinung, dass die Aktie hier, so wie in der Vergangenheit auch, diesen Aufwärtstrend auch weiter halten wird. Wie gesagt, KI ist, glaube ich, hier einer der wichtigen Faktoren, der nochmal ordentlich Wachstum in das Unternehmen bringen kann und auch für anhaltendes Umsatzwachstum so sorgen kann. Und da ist auch eine Bewertung, die jetzt natürlich relativ hoch ist. Klar, mit dem KUV von knapp 8 ist man hier schon üppig bewertet, aber die Aktie kommt auch von deutlich höheren Niveaus. Und ich glaube, wenn man jetzt hier wieder an
ja, eine Beschleunigung des Wachstums sieht, dann kann die Aktie durchaus wieder in diese Bewertungsniveaus hier oben vordringen, in einem positiveren Marktumfeld, als wir aktuell haben. Ja, die Börse war jetzt zumindest in der letzten Woche auch ein bisschen, ja, ich sag mal schwierig, um es mal so zu sagen. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 21 Milliarden Dollar, also die Aktie ist jetzt auch nicht klein, aber auch nicht zu groß. Ja, das heißt, man hat hier auch nochmal einen guten Faktor, dass die Aktie auch nochmal, ja, sich auch mal verdoppeln kann in relativ kurzer Zeit, ja. Das ist ja bei kleineren Unternehmen einfacher, wenn man nur 10 oder 20 Milliarden Marktkapitalisierung hat, im Vergleich zu einem Unternehmen, was vielleicht nur 1 Billion wert ist. Und hier seht auch nochmal hier den Umsatz, dieser Sprung im Umsatz und vor allem auch im Gewinn. Und das ist ein Ausrufezeichen eigentlich im Grunde, wo ich gesagt habe, okay, da kaufe ich dann die Aktie zum Sonderrabatt, wenn die zumindest hier kurzfristig eingebrochen ist. Langfristig, wie gesagt, traue ich der Aktie viel zu. Das ist eine Aktie, wo ich sage, okay, die kann man erstmal kaufen und liegen lassen, weil es eben so hohe Profitabilität hat und wir auch in einem Zukunftsmarkt sind, der eben auch von KI nochmal katalysiert wird. Und dementsprechend ist es hier eine meiner Top-Aktien, wenn nicht sogar die beste Aktie hier in dem Video. Das war's von meiner Seite. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den Aktien haltet aus dem Bereich Smart Factory und Automatisierung. Vielleicht kennt ihr noch weitere spannende Aktien. Schreibt gerne in die Kommentare, lasst uns diskutieren. Und ansonsten gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ein Abo, das würde mich freuen, den Kanal unterstützen. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.